Hallo liebe VfB Stuttgart-Fans, heute gibt's meine Stuttgart-Prognose für das Bundesliga-Auswärtsspiel am 19. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach. Ja, schön, euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Wie in jedem VfB-Video von mir gibt's auch heute wieder interessante Infos rund um das Stuttgart-Spiel gegen Gladbach. Dazu wie immer auch die mögliche Stuttgart-Ausstellung von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Und ja, dieses Bundesligaspiel jetzt in Gladbach ist schon ein echt wichtiges für den VfB Stuttgart. Warum? Dazu natürlich gleich mehr im Video. Wie sieht denn deine Bundesliga-Prognose für den VfB in Gladbach aus? Ab damit in die Kommentare. Bevor wir uns gleich im Video natürlich ausführlicher über die Stuttgart-Startelf von Hoeneß unterhalten, gibt's wie immer vorerst noch ein paar spannende Infos rund um dieses Bundesligaspiel. Ja, hier sehen wir auch schon die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle vor dem 19. Spieltag. Der VfB steht aktuell mit 33 Punkten schon auf einen sehr guten 4. Platz und damit auch auf einen Champions-League-Platz für die nächste Saison. Und diesen Platz geht es jetzt auch in Gladbach zu verteidigen bzw. sogar vielleicht noch auszubauen. Klar wird das jetzt kein einfaches Auswärtsspiel, aber ja, der VfB kann auch bei den Fohlen gewinnen. Hätte Stuttgart zum Beispiel seine Torchancen jetzt beim Europa-League-Spiel beim AS Rom besser genutzt bzw. ruhiger zu Ende gespielt, hätte man dort zumindest einen Punkt holen müssen. Gut, zumindest hat der VfB ja die Playoff-Spiele fürs Achtelfinale schon mal sicher. Auch wenn man nächste Woche noch zu Hause gegen die Young Boys aus Bern spielen muss. Und natürlich will das Team von Trainer Eugen Polanski jetzt zu Hause gewinnen, um damit vielleicht sogar noch eine Chance auf Platz 6 zu bekommen, was ja immerhin die Europa Conference League bedeuten würde. Denn in dieser Bundesliga-Saison ist alles möglich. Aber ey, der VfB muss sich mal gar nicht verstecken in Gladbach, im Gegenteil. Stuttgart ist mittlerweile seit 5 Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga. Und das sehen wir auch gerade hier, gerade auswärts hat Stuttgart die letzten 2 Spiele mega gespielt bzw. gewonnen. Erst der verdiente 4:0-Sieg bei Werder Bremen und dann der Supersieg, muss man sagen, beim 4:1 in Leverkusen. Also ja, der VfB kann auch auswärts. Natürlich aber muss man dieses Spiel, auch wenn man jetzt in Rom verloren hat, genauso angehen wie halt in Bremen oder in Leverkusen. Denn mit diesem aktuellen VfB-Kader gehört man für mich persönlich einfach in die Champions League im Vergleich zu den Kadern der anderen Bundesliga-Vereine. Und warum wäre jetzt so ein Sieg mega wichtig in Gladbach? Ja, schaut man sich hier die nächsten Spiele des VfB an, ob Freiburg zu Hause, St. Pauli auswärts, sind die nächsten Gegner schon machbar, was die 3 Punkte angeht. Schaut man sich aber die letzten 7 Bundesligaspiele von Stuttgart an, ja, dann kommen die großen Spiele, wie zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, dem FC Bayern, Leverkusen, Hoffenheim und so weiter. Also ja, daher ist das Spiel jetzt gegen Gladbach für mich ein Big-Point-Spiel. Denn die wichtigsten Siege jetzt wären so welche wie gegen die Fohlen, Freiburg oder zum Beispiel St. Pauli. Dass man dann vielleicht mit paar Punkten Vorsprung in die letzten 7 Bundesligaspielen dann gehen kann. Also VfB, konzentriert bleiben, Kopf hoch, nach der Niederlage jetzt in Rom und immer an eure eigene Stärken glauben, die die VfB-Spieler auf jeden Fall haben. Und wie sind die Gladbacher aktuell in Form? Ja, in den letzten 5 Bundesligaspielen gab es 3 Niederlagen bzw. ein Sieg beim 4:0 zu Hause gegen Augsburg. Das letzte Spiel beim HSV, ja, das hätten die Hanseaten bei 25:6 Torchancen auf jeden Fall gewinnen müssen gegen Gladbach. Dazu liegt die Borussia mit 2 Heimsiegen, 3 Unentschieden bzw. schon 4 Niederlagen nur auf Platz 15 der Bundesliga Heimtabelle. Also ja, da geht auf jeden Fall etwas für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß.
Ja, liebe VfB-Fans, bevor wir gleich zur möglichen Stuttgart-Startelf kommen, schauen wir uns noch eben die Spieler beider Teams mit den meisten Bundesliga-Toren aktuell an. Beim VfB ist es, ja wer auch sonst, Deniz Undav mit 10 starken Saisontoren in nur 14 Bundesligaspielen. Also schon eine echt gute Quote. Er traf auch bei den Siegen in Leverkusen wie auch gegen Frankfurt. Dazu steuerte Undav auch noch 2 Torvorlagen in Leverkusen dazu. Wenn Deniz Undav fit ist, gehört so ein Stürmer auch immer in die Startelf. Dazu auch interessant, die letzten 8 VfB-Tore in der Bundesliga erzielten 6 verschiedene Stuttgarter Spieler. Und ja, das spricht halt auch für den aktuellen sehr gut aufgestellten VfB-Kader. Da jetzt auch wieder Emedin Demirovic voll einsatzfähig ist, hat Sebastian Hoeneß natürlich auch wieder viel mehr Varianten, was das Offensivspiel des VfB Stuttgart angeht. Dazu kehrt Offensivass El Kanouche am Freitag auch zurück zum VfB. Ob er aber jetzt schon am Sonntag gegen Gladbach im Kader stehen wird, das ist noch offen. Ja, und bei den Gladbachern ist aktuell Stürmer Haris Tabakovic mit 9 Saisontoren der gefährlichste Spieler. Allerdings ist er jetzt mittlerweile seit 2 Spielen in Folge ohne Tor. Allerdings stehen die Gladbacher mit nur 189 Torschüssen bis jetzt auf Platz 16 der Bundesliga. Stuttgart im Vergleich liegt mit 284 Torversuchen auf Platz 2. Auch da sieht man schon, der VfB muss sich mal überhaupt nicht in Gladbach verstecken. Ganz im Gegenteil. So, und mit welcher Stuttgart-Aufstellung Sebastian Hoeneß den Auswärtssieg am 19. Spieltag holen könnte, schauen wir uns jetzt an. Ja, liebe VfB-Fans, das hier wäre meine Stuttgart-Startelf für das Bundesligaspiel jetzt gegen Gladbach. Gut, natürlich muss man mal wieder abwarten, in welcher taktischen Formation Hoeneß spielen lassen wird. Gegen Rom war es wieder mal ein 3-4-3-System. In den letzten 3 Bundesligaspielen war es mehr die 4-2-3-1 bzw. 4-4-2-Formation. Hier setze ich persönlich auf die 4-2-3-1-Formation, was für mich, was die VfB-Spieler angeht, mit das beste System ist. Also in der 4er Abwehrreihe würde ich Ramon Henrichs eine Pause gönnen und dafür Finn Jeltsch mit in die Startelf nehmen. Jetzt gegen Rom hat Jeltsch auf seine Position auch wieder ganz gut gespielt. Dazu will ich auch wieder Wagnumann anstatt wie jetzt gegen Rom Assignon auf rechts setzen. Gerade Wagnumann war in den letzten Bundesligaspielen einer der besten VfB-Spieler. Und wie gesagt, da dieses Spiel in Gladbach schon sehr wichtig ist, sollte man schauen, jetzt auch die besten Spieler auf ihren Positionen spielen zu lassen. Heißt auch, klar Mittelstädt als Linksverteidiger, dazu Chabot mit in der Innenverteidigung, denn Jeff Chabot ist laut Kicker.de der 5. beste Abwehrspieler in der Bundesliga. Auch nicht vergessen, der VfB hat auch nur 4 Gegentore in den letzten 5 Bundesligaspiele kassiert. Also ja, das hier wäre meine VfB-Abwehr für Sonntag. Gut, und im zentralen Mittelfeld bzw. auf der 6er-Position setze ich erstmal wie gegen Rom auch auf das Gespann Kemal Andres und Kapitän Atakan Karasor. Denn ob Angelo Stiller bis Sonntag wieder fit ist, kann man aktuell noch schwer sagen. Und wenn ja, würde ich ihn dann auch lieber erst in der zweiten Hälfte bringen, je nach Spielverlauf. Ja, im offensiven Bereich würde ich auf links weiterhin auf Chris Führig setzen. Er hat seine Form wiedergefunden und sollte daher auch weiterhin gesetzt bleiben. Umso öfters ein Team zusammenspielt, umso besser funktionieren ja auch die Abläufe im Spiel. Gut, auf der 10er-Position sehe ich aktuell Nicolas Nathai gesetzt. Er erzielte immerhin bei seinem 3:2 Siegtreffer gegen Frankfurt auch sein erstes Bundesligator in dieser Saison. Und solange El Kanouche noch nicht in die Startelf zurückkommt, passt Nathai diese Position sehr gut. Gut, auf Rechtsaußen ist Jamie Leveling aktuell nicht wegzudenken. Seine Schnelligkeit, seine Dribbelstärke und auch Torgefahr ist mega wichtig für das VfB-Team. Er kann
wie man ja gegen Leverkusen gesehen hat, an einem guten Tag ein Spiel komplett alleine entscheiden. Also gesetzt. Gut im Sturm hat Trainer Hoeneß ja jetzt mit dem wieder voll einsetzbaren Emredin Demirovic und Deniz Undav 2 sehr gute Stürmer für die Startelf. Da ich ja hier mit Nicolas Natay auf der 10 plane, würde ich, weil wenn ein Deniz Undav fit ist, dann muss so ein gefährlicher Stürmer auch spielen, mit Undav im Sturm geplant. Und dann hat Hoeneß mit einem ebenfalls natürlich zweiten starken Stürmer eine Option für die zweite Halbzeit, wenn man dann vielleicht ja mehr Power im Angriff bräuchte. Also ja, liebe VfB-Fans, das wäre meine Stuttgart-Aufstellung für das Auswärtsspiel am 19. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach. Und natürlich hat Sebastian Hoeneß mit einem Assignon, Henrichs, Aldakil oder auch Stenzel noch genügend Alternativen für die Abwehr. Wie aber auch Buonanni, Diel oder auch David, ja, er ist auch noch da, fürs offensive Mittelfeld. Und mit Winterneuzugang Jeremy Arevalo noch einen zweiten Stürmer auf der Bank. Also ja, mit dieser VfB-Startelf und dem Potenzial, was dazu noch von der Bank kommen könnte, ist ein Stuttgart-Sieg in Gladbach auf jeden Fall möglich. Der VfB muss gerade wie in den letzten Auswärtsspielen in der Bundesliga auch so kompakt und spielstark in Gladbach auftreten. Denn vom Torwart, Abwehr bis zum Sturm gehört dieser Stuttgart-Kader mit seinem Potenzial zum Besten der ganzen Bundesliga. Man muss halt von der ersten Minute an die Gladbacher unter Druck setzen, sein Spiel den Gegner aufdrängen und seine Stärken gerade in der Offensive bis zum Schlusspfiff ausspielen. Wenn man die Fohlenabwehr unter Druck setzt, wird ein Undav, Leveling oder auch Führig Torchancen bekommen. Diese Möglichkeiten dann diesmal eiskalt nutzen. Und ja, 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, mein Bundesliga-Tipp für Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart ist dann auch ein 1:2 Auswärtssieg für den VfB. Wie sieht deine Stuttgart-Prognose für Gladbach aus? Ab damit in die Kommentare. Hat dir meine VfB-Bundesliga-Vorschau gefallen? Dann danke ich dir für einen Daumen hoch, abonniere Werners Fußballecke, aktiviere die Glocke und du verpasst kein Stuttgart-Video mehr von meinem Fußballkanal. Also dann, Daumen drücken, bleib sportlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.